Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns mal wieder auf Main auf F9 und gucken mal, wie hier so die Sachlage ist. Ansonsten hatte ich unter einem der letzten Videos gelesen, dass mir jemand geschrieben hatte, ey, wie wär's mal wieder, wenn du mal in die Monstergrotte reingehst, die wartet auf dich. Die war schon, ja, ich war schon lange nicht mehr drin, mich interessiert es auch selbst. Ist natürlich auch immer eine teure Angelegenheit. Wir werden heute mal versuchen, wie so die Tries aussehen gegen die Monstergrotte. Ich habe momentan gerade so eine 0,06%ige Chance. Es ist machbar, aber es ist eigentlich, also es ist nicht unmöglich, aber es ist eine sehr niedrige Chance auf jeden Fall. Wir haben aber auch schon Gegner besiegt, die unter dieser Prozentchance lagen, aber wir werden mal gucken, ob wir heute hier ein Stück weiterkommen. Ansonsten der aktuelle Zwischenstand auf dem Server hier. Ja, Horizon auf jeden Fall stark am Führen, am Dominieren hier in den Top 31 Rängen. Bin momentan gerade in den Top 10 hier vertreten und wie sich das Ganze so abgezeichnet hat. Horizon Platz 1, Celtic 2, Last Dawn auf der 3. Dicht gefolgt tatsächlich von Slicer und dann haben wir schon einen etwas größeren Abstand zu den beiden weiteren Gilden hier unten. Ne? Ansonsten haben wir hier von S31 früher noch damals Wer das Echte. Die sind hier auf Platz 22 gerade, haben sie sich hier stagniert. Ansonsten, was auch noch sehr interessant ist vielleicht, gucken wir mal ganz kurz, was unsere Aufholer so machen. Ja, wir haben ja hier zum Beispiel den Derafin, der ja noch den Necro hier am Spielen ist. Und in der Gilde Ghost of War. Dann, Graf Zahl hatte ja hier auch mit seinem Account auf jeden Fall noch einiges vor. Ja, spielt hier in der Gilde Red Bull Cola. Sagt mir persönlich jetzt nichts, habe ich noch nicht gesehen den Namen. Aber befindet sich, denke ich mal, auch gerade in der DP, aktuell DP. Also hier auch auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Dann die Aufholer, die schon ein bisschen länger am Start sind, ist der gute Kysuel hier. Ne? Grüße gehen raus an der Stelle. Pfeff macht auch sein tägliches Tagebuch, zieht auch jeden Tag auf YouTube durch. Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Ich weiß es am besten, wie schwer das auf jeden Fall ist, da täglich irgendwas Neues sich da irgendwie aus den Fingern zu saugen. Deswegen Grüße auf jeden Fall. Bin auch sehr gespannt, wie du hier mit deinem Account weiter so stehen wirst in der Zukunft und auf jeden Fall ein sehr starker Bade. Ne? Der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der Piccolo 443. Momentan, glaube ich, gerade ein bisschen weniger auf YouTube aktiv. Ne? Aber trotzdem immer noch sehr aktiv hier am Bespielen hier das Ganze. Ja, bringt zwischendurch auch mal ganz guten World of Tanks Content, ja. Wenn da mal irgendwo die Kooperation rauskommen sollte, dann kann man da auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken. Er zeigt das Ganze freiwillig auf seinem Kanal, ist auch super, kommt auch gut an tatsächlich, ja, deswegen Grüße auch an der Stelle. Ne, spielt hier seinen Dämonenjäger weiter, hatte jetzt den Stein ins Rollen gebracht auf S31 damals mit den Aufholern, macht keine Dungeon-Pause im Vergleich zu Kysuel, deswegen da mal ganz interessant natürlich zu sehen, wie groß der Unterschied ist, wenn Kysuel seine Dungeon-Pause auflöst im Vergleich zu Piccolo, der halt eben durchzieht mit seinen Dungeons. Gestartet am 26.12.22 und Kysuel gestartet am 28.12.22, also relativ gleich, so ungefähr. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall so mal der Zwischenstand, auch mal so ein bisschen um mal nicht so die Aufholer aus den Augen zu verlieren, weil bisher war jetzt natürlich, standen jetzt natürlich die Fusionen im Vordergrund, die haben jetzt hier das Hauptaugenmerk von mir auf jeden Fall bekommen, ist ja auch ganz klar, das ist ja auch das Thema, was jetzt gerade alle so ein bisschen beschäftigt, ne? Und ich weiß nicht, wenn wir uns mal einen Kampf anschauen, ich weiß nicht, ob ich noch einen hier, Horizon, da haben wir nicht so gute Chancen, ist ja natürlich klar. Trotzdem sind wir eine sehr gute Gilde mit Celtic hier, ne? Also wir haben auf jeden Fall uns hier auch gut gefestigt auf dem Server, ne? Ist nicht verkehrt. Gegen Last Dawn sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Da kommen wir nicht mal bis zu mir. Also das ist auch tatsächlich echt, hätte ich nicht gedacht, dass wir dann doch noch mal so in Führung gehen. Aber wir haben natürlich auch den ein oder anderen Brecher dazu bekommen. Und deswegen kann man da natürlich sagen, hat da Celtic echt sehr, sehr gute Unterstützung bekommen. Und
Es haben sich sehr starke Member hier auch in der Gilde Celtic noch zusammengefunden und nach wie vor sehr, sehr, sehr aktiv, sehr ja, stark und ich denke mal, wir werden da auch safe Platz 2 im nächsten Elevator dann auch belegen. Ja. So, jetzt gehen wir mal in die Monstergrotte rein und wir werden mal ein paar Tries machen. Ich werde nicht übertreiben, weil Punkt A, die Chance ist so gering, dass es sich fast gar nicht lohnt. Punkt B, es lohnt sich eh nicht, weil ja, im Prinzip gibt es mir halt nur unnötig Erfahrung. Was meine ich mit unnötig? Also das Ding ist ja, ich will ja bis zum Ende des Jahres, bis zum Winter Legendary Dungeon Stufe 700 im besten Falle erreicht haben, damit ich mich dort zum LD auf Stufe 700 neu equippen kann. Ja, das ist ja so das Ziel. Wenn ich mir jetzt schlauer wäre es, wenn ich mir jetzt die Dungeons bis dahin aufspare, weil ich bis dahin dann mit besseren Quests immer noch questen kann. Ne? Weil umso höher man im Level ist, umso weniger XP bekommt ihr durch den Quest, umso weniger XP bekommt ihr durch die Akademie. Deswegen, ja, umso höher ihr seid, umso weniger bekommt ihr. Deswegen eigentlich schlau, ne, jetzt nicht Dungeons zu nehmen, aber wir machen es natürlich für den Content, ja. Und wenn ein Zuschauer auf jeden Fall sagt, ey, habt da mal wieder Bock drauf, dann machen wir das auch, ja. Und falls ihr mal, weiß ich nicht, falls ihr mal irgendwas sehen wollt, was euch wirklich sehr interessiert oder irgendwas hören wollt von mir, was euch wirklich sehr interessiert, was euch auf dem Herzen brennt oder so, ne, oder ja, keine Ahnung, wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht picke ich da mal wieder einen raus, lese mir das durch und dann kann man es im nächsten Video dann zeigen. Ne? Also von daher auf jeden Fall, ja, lasst einen Kommi da, ich lese mir immer alles durch und ja, vielleicht haben wir da die ein oder andere Idee am Start, die wir dann auch umsetzen können. Ja, so, ich will euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen, oh mein Gott, Wind aus den Segeln nehmen. Ich wollte euch gerade den Wind aus den Segeln nehmen, weil die Tries wirklich, da brauchen wir uns nichts großartig hier erhoffen. Aber der Marquardt, der muss ja eben einen rausgehauen haben hier. Der hat ja fast die ganze Arbeit alleine gemacht. Und das Ding ist halt, das ist halt ein Krieger. Und da kann die Kunigunde sogar ausweichen. Das heißt, eigentlich, das war ein richtig starker Try gerade. Eigentlich ist die Kunigunde die den Hauptschadensfaktor hier raushauen sollte. Ne? Achso, ich hätte mir mal den Kampf speichern sollen. Ja, lol. Ja, so wird das natürlich nicht. Aber der Marquardt hat hier eben extrem viel Schaden rausgehauen. Und ich weiß gar nicht, was hat der gerade für eine Waffe? Also wir haben eine 5K-Spanne rechts raus und er hat, glaube ich, meine alte. Nee, das war die Waffe, die wir im letzten oder vorletzten LD gefunden haben. Also deswegen, daran liegt das. Ja, also der hat eine extrem kranke Dungeon-Waffe. Ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt eine Waffe, die ich jetzt meinem Main anziehen würde, weil ich dann halt wirklich sehr starke Schwankungen habe in der in der normalen Ehrenhalle. Das möchte ich natürlich nicht. Boah, das sind aber sehr starke Tries hier. Also das sieht mir persönlich nicht so aus wie eine 0,06%ige Chance. Das sieht für mich höher aus, muss ich sagen. Ey, wenn der Marquardt da einen raushaut und ich einen raushau, dann braucht die Kunigunde eigentlich nur noch ein paar Mal ausweichen, dann ist der down. Alter, und dann sind wir beim Marshmallow Man. Das ist krass, ja. Also danke auf jeden Fall für den Tipp, mal wieder hier reinzuschauen. Machen wir hin und wieder mal. Wie gesagt, es ist nicht großartig lohnenswert, sich hier jetzt irgendwie durchzupilzen. Da kann man sich die lieber aufsparen für den nächsten Elevator, dass wir da die Gilde unterstützen oder, keine Ahnung, den nächsten LD oder so. Aber natürlich möchte ich euch hier und da auch ganz gerne was zeigen. Und ja, da sind, denke ich mal, die paar Pilze hier auch definitiv gut investiert. Also Marquardt macht hier echt, oh mein Gott, 3,3 Milliarden. Also Marquardt macht die ganze Arbeit, muss man sagen. Der haut bestimmt bessere Crits raus als ich. Das liegt aber auch einzig und alleine an der Spanne der Waffe. Falls er nochmal hier so einen fetten Spike Damage raushauen sollte, dann speichern wir uns mal den Try. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Das ist ja wirklich krass. Also der macht definitiv Arbeit hier. Und ja, das ist immer alles so theoretisch hier. Hätten und können und so, ne? Aber hätten wir jetzt zwei Dungeon-Waffen, also hätte mein Main auch so eine Waffe mit so einer kranken Spanne, wie es mein Marquardt jetzt gerade hat, dann hätte es sein können, dass der hier jetzt schon in dem paar Tries ja, hätte liegen können. Hätte Fahrradkette, hätte Herrentoilette. Aber ja, das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Und wie gesagt, für mich selbst
Oh, hat da mein Marquardt jetzt was oder war das Kunigunde? Für mich selbst, ich will eigentlich gar nicht so eine Waffe. Ja, nee, das war die Kunigunde, die das meiste hier rauskam. Ich will gar nicht so eine große Schadenspanne haben, wie gesagt, wie der Marquardt. Das ist gut, dass der die hat, weil für Dungeons perfekt. Aber für mich ist so die perfekte Spanne zwischen 4500 und 5000 rechts raus und nicht viel mehr, weil ja, dann hat man immer noch einen gewissen Random-Faktor da auf jeden Fall drin. Ne? Es ist nicht eine ganz Nuller-Spanne. Nuller-Spanne wäre auch langweilig. Irgendwo ein Magier muss auch den Schaden raushauen irgendwo. Ne? Aber das ist nicht zu volatil, dass ich hier in der Ehrenhalle jetzt hier hin und her geschubst werde. Man hat trotzdem noch eine gewisse Spanne, in der man sich bewegen kann. Aber es ist jetzt nicht so unnötig viel, dass ich gegen, ja, also das Gute ist halt bei so einer hohen Spanne, man kann gegen Leute gewinnen, die deutlich besser sind als man selbst, aber man kann halt auch eben gegen Leute verlieren, die deutlich schlechter sind als man selbst. Und das reißt einen halt dann auch runter, ne? Und dann haben halt Leute, die sonst normalerweise keine Chance hätten, eben eine Chance gegen dich und ziehen dir halt 200 Ehre ab und dann, ja, obwohl was eigentlich jetzt in den heutigen Zeiten von dem Beutegold und so, okay, das war, glaube ich, ein ganz guter Try. Gar nicht so verkehrt ist, dass man hier auch ein bisschen umhergeschubst wird. Ne? Aber normalerweise will man eigentlich nicht, dass man so doll schwankt, wenn man halt darauf Wert legt, in der Ehrenhalle etwas höher platziert zu sein. Okay, das waren 2 starke Crits hintereinander. Ne? Also es waren 2 Crits, fast 5 Milliarden Damage hier, alleine vom Marquardt. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich selbst mache hier, glaube ich, nicht so viel aus. Aber so sehen momentan die Tries aus. Ich würde sagen, keine Ahnung, wenn man jetzt hier auf Biegen und Brechen wirklich, keine Ahnung, 1000 Pilze oder so in die Hand nehmen würde und den hier durchpreschen würde, dann denke ich mal, oh mein Gott. Alter. Oh, was? Das ist jetzt aber sehr, sehr knapp. Nein, jetzt muss aber nochmal ein Crit. Alter, nein. Oh nein. Oh Mann, Alter. Ja, da hatten wir jetzt nochmal ein bisschen Spannung zum Schluss. Alter, da haben wir einfach nicht gekrittet. Aber das ist jetzt mein bester Try gegen den Nudisten hier. Alter, was? What the fuck, Alter? Der ist schon ein bisschen länger her, ne? Der war auf 2,6. Ey, geil, dann haben wir den besten neuen Try jetzt direkt live im Video hier drin. Ich denke mal, da können wir auch einen guten Schlussstrich jetzt hintermachen. Ne? Ich denke mal, eigentlich ist es ein ganz guter Erfolg, weil wir sehen, ey, wir machen auf jeden Fall Fortschritte, wir sammeln Fortschritte, wir werden stärker. Ne? Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial in Zukunft. Kunigunde hat hier wahrscheinlich den Bärenteil daran ausgemacht. So, ne? Wir zum Schluss haben echt, ja, leider Pech gehabt, muss ich sagen. 2 schwache Crits und dann einfach gar kein Crit. Und dann einfach nochmal gar kein Crit. Oh. Da hätte ein Crit noch gefehlt, ne? Dann wäre der jetzt hier schon down. Und dann wären wir einen Dungeon weiter. Und dann hätten wir wieder eine 0,00%ige Chance. Aber naja, ey, sehr spannend, ey. Coole Sache auf jeden Fall. War mal interessant so zu probieren. Hatten auf jeden Fall jetzt hier unseren Spaß gehabt, denke ich mal. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ein bisschen hier beim Zuschauen, ein bisschen mitfiebern, ne? Und ich denke mal, ja, beim nächsten Mal, wir haben auch hier eine Feuerschaden-Rune, sehe ich jetzt gerade, gegen Feuerschaden. Hätten wir auch vielleicht wechseln können. Aber ja, drauf geschissen, ne, die paar Pilze. Denke ich mal, ja, ist es jetzt auch nicht, ne? Also, na, lassen wir es gut sein. Irgendwann fällt der so oder so, da brauchen wir gar nicht die Rune switchen, so großartig. Alles klar, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.